Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Heute ist Donnerstag, wieder unsere 8 Trigramm Morgens-Meditation. Aber heute ist in unserem Steinkreis, weil wir hatten heute eine sehr wichtige Gäste bei uns zu besuchen. Das ist Sungjang Rinpoche. Seid begrüßt von uns. Good morning, Tashidele. We're here on Thursday. This is our regular program about Taoism breathing techniques, Trigramm breathing technique, and we have a wonderful guest today. And we have prepared our Stonehenge here in our Dakini Center in Kaufbeuren, Allgäu for this day, and we appreciate and welcoming His Emanation to our meditation in this morning. Thank you very much. Ja, ich bin heute überglücklich, weil aus Yamataka-Familie 2 große Cities heute extra wegen uns zusammengetroffen, und wir können auch dadurch wirklich auch die beiden Geschichten zu studieren. Wiederum, dass wir auch einen wünschen, dass sie so die viel mehr Menschen dadurch diese Yamataka-Familie durch diese Kraft selbst zu Erleuchtung zu erlangen, Befreiung zu erlangen. Today we have a very precious moment because 2 great cities, Siddhas from Yamataka lineage coming together and supporting each other to enhance the Buddha Dharma and also, of course, the Yamataka teachings. Und die eine Sache, ich habe heute auch Sungjang Rinpoche eingeladen, bei dem ganzen Ritual mit mir gemeinsam zu machen. Einerseits wollen wir als Sangha, das ist als ein Geschenk für ihn, weil das war unser Herzen, eine wertvolle unsere Praxis und mit Sungjang Rinpoche gemeinsam zu machen. Und die gleichzeitig, weil diese Dakini-Zentrum unserer Steinkreis ist sehr, sehr besonders, weil das ist so eine Natur-Mingtang und gleichzeitig das ist auch eine weibliche Tempe, so Erde symbolisiert. Gerade dass diese Weiblichkeit für unsere Dakini-Zentrum ist sehr, sehr wichtig. And so we are very happy and welcoming Rinpoche to this day. We are here and using the power of this Stonehenge, and this is also a Stonehenge especially for the power of the women, and so we're very delighted to have this powerful Stonehenge combined with these 2 great siddhas. Gleichzeitig, dass sie wirklich von unser Herzen zu wünschen, dass die Yamataka-Familie wurde immer wieder die Kraft überall zu sehen und die Leute auch diesen Mut zu geben. Our wish is to proclaim the Yamataka power and strength and of course the possibility to get enlightenment very soon. Deswegen, dass heute machen wir auch gemeinsam dieses Ritual mit beiden Rinpoche. Das ist so nicht nur für uns, sondern für den Zuschauer. Das ist auch eine Ehre, überhaupt von euch beide studieren zu dürfen. And yeah, we are very, very grateful for the opportunity to have the chance to great Rinpoches here to have with us and to study under them, and yeah. Und mein Lehrer in China, damals unterrichtet in Hand immer eine Fächer. My teacher in China always used a fan. Yeah. Da steht die 2 Schrift Kalligraphie mit schwarzer Schrift觉醒, Erleuchtung. And on this fan it was written in Chinese letters enlightenment. Aber das ist jedes Mal, wenn unterrichtet, wir irgendwie immer gesehen, diese Fächer, die andere Seite ebenfalls hatte 2 Zeichen. And on the other side of this fan there's a writing too. Ja, genau.
Und jedes Mal, wir wollen genau gucken, aber nach dem Unterricht machen die Fächer zu, dann sieht er gar nicht, was da hinten ist. But he never showed us the other side of the fan. He closed it really close by the end of the teaching. Ja, genau. Bis ein Tag, wir sind so neugierig und er hat gefragt, der Lehrer, was ist die andere Seite, die Schrift? Hat er gesagt, das ist der erste Schritt, bevor Erleuchtung passiert. And one day we could not held back and asked him what is written on the other side, and he said, this is the first step on the path of enlightenment. Genau. Wir hatten gedacht, das ist eine sehr schwierige, bedeutungsvolle, irgendwas, eine Schrift. Aber in Wirklichkeit, er hat einmal umgedreht, da steht Kaixin, Freude. And we do think that this is a very deep meaning, a very deep lecture for all of us, but he once turned it, and it's only joy or happiness. Ja, is the first step for the enlightenment path. Weil die Kai bedeutet öffnen sich. Kai means opening up, Xin heißt Herzen. and Xin is for the heart, Ja. so opening up the heart. Soweit war jeder Mensch eigenen Herzen zu öffnen. Das ist viel mehr nah an die Erleuchtungsgeist. And be happy is a most precious part of the enlightenment path. Genauso wie dieser Steinkreis. Das ist so auch ist ein Wesen vor 12.000 Jahren. Wir haben diese Tempel genauso die Energie so zu verbinden. Dieser Wesen ist so zwei Paar. Weiblein ist so wie jetzige Vajrayogini mit diesem Männerwesen, und dann ist Drache, halbe Menschen. Und dann danach, die 8.000 Jahre danach, hat in Indien als Patanjali aufgetaucht, hat Yoga Sutta geschrieben. Aber wiederum in China hat auch genau fast dieser Zeitraum, hat I Ching, diese Trigramm einfach aufgeschrieben. And at that time, this Mingtang was built 12,000 years ago. There are two beings doing that, like Khandro said, and one is a female part, is today known as Vajrayogini, and the other part is welcher war der andere Teil? Die andere Teil, das ist so Diese Fusi. danach später. This is later known as a Fusi, and 7.000 Jahre. Ne? Vor ungefähr 7.000 Jahren ist er nach Indien gegangen, aber vor 12.000 Jahren, wie gesagt, ist in Erscheinung getreten. Yeah, and this being Fusi called did go to India 7,000 years ago, and there he started to write again, and this time it was called the Yoga Sutra from Patanjali. In China, dass er I Ching geschrieben hat. And in China he did already wrote the I Ching book. Dann später wird er inkarniert als Shakyamuni Buddha. And later he was incarnated as Shakyamuni Buddha. Deswegen damals waren die ursprüngliche, hatte er durch die Meditation gesehen, die ganze Universum basiert auf 8 Naturelemente. And he find out that through meditation that the universe is built from 8 main trigrams or yeah. Jeden Tag ist 2 unterschiedliche Naturelemente wieder vereint sich zusammen, so wie Tantrayana. Und dann langsam öffnen sich die Herzen, so die beiden zusammen, und öffnen sich. Dadurch ist sehr, sehr informativ die Universumsinformation. Dann kann jeder Wesen da drinnen und dann versuchen, dass sie diese geheime Wissen zu erfahren. Die Möglichkeit besteht. Every day we have the 2 trigrams coming together, and after a little bit of time they are opening their heart. And every being who is able to know that and to practice with that is able to experience by itself the nature components or the ongoing of this world and so on.
Heute, sehr geehrte Sungjang Rinpoche hier und die Natur, die zwei Elemente uns gegeben. Eine ist Himmerelement, eine ist Feuerelement. Sungjang Rinpoche, today we have two elements. One is the heaven element and the other one is the fire element. Genau. Ich werde mit Sungjang Rinpoche gemeinsam, dass sie diese zwei Elemente zu begleiten. Und Sungjang Rinpoche auf dieses Himmerelement und ich wiederum dieses Feuerelement. We will both having this meditation in this morning, and Sungjang Rinpoche, please, will be seated on the heaven element, and Khandro Deyun Lhamo will be seated on the fire element. Dann wir werden gleich in unseren Steinkreis eintreten und nach der Reihenfolge zuerst ist beide geehrte Rinpoche vor uns und dann ist unsere Sangha. Und nach, dass sie so uns komplett dieser Kreis geschlossen hat und danach sitzen wir uns gemeinsam. Okay, we will start now with the entrance ceremony of this Stonehenge, and our honored guests or two Rinpoches will start to go inside of the earth temple of the Stonehenge here, and after that the Sangha will following, and after we coming together all in the Stonehenge, we will start our main practice. Ja, die 8 Elemente ist so wie Yin und Yang Gegenpart. Und Himmel mit Erde als Gegenpart, Feuer mit Wasser und dann die Berg mit See, wieder eine hoch, eine runter. Und die zwei Naturkräfte ist Donner mit Wind. Wind ist unten die Himmel, so beweglich. Und die Donner wiederum unten die Erde, so ganz Kraft zu kreieren. Und dann Rinpoche, Sungjang Rinpoche begleitet diese Himmelstein. So we have opposite powers coming together. So we have the heaven stone and the earth stone, which are here opposite to each other. And so we have fire and water, we have thunder and wind, and we have the mountain and the sea as opposite powers. Ja, dann werden uns gleich nach oben. Die erste ist Bodhicitta Rinpoche und zeigt die Verbeugung. Wir verbeugen sich erstmal von Himmel und Erdestein, symbolisiert die ursprüngliche, bevor geborene Energie. Und danach verbeugen uns Wasser und dann Feuer, Wasser, Stein und symbolisieren nachgeborene Energie. And Bodhicitta Rinpoche will start with the ceremony first and will show how to bow in front of the stones. And so the first stone is the heaven stone, the next one is the earth stone. This is because of the energy of preborn powers. And after that we have the fire and the water stones, which is the we are already born energies. So this is after we are born here. Thank you. You're welcome. Yeah. So we're using incense sticks. This is for the respect for the entire Stonehenge. The connection of heaven and earth. At this point, you are starting entering the Stonehenge. Traditionally, it is one deep bow. And this is a kind of blessing from Rinpoche to this field. By starting there, we have another bow to the heaven stone. This is 3 bowmans.
This is just the respect to the force of the heaven itself. After that, the opposite side. This is a respect for the earth element itself. 3 bows. Next, Rinpoche will turn to the right again and going to the fire stone. It's like a cross, just a cross. 3 times to the fire element. And now he turns again to the left side and will go to the water stone. Three bows. And that is a full circle of thankfulness and blessing. So, next kindly please Rinpoche. Kann jemand noch Fotos machen bei meinen... Danke. It's a little bit difficult. Ah, yeah, great. Please entering from the right side. Please. This way? Yes, please. Entering. Yes. So please to the... no, that one. Yes. Please, the bow. Okay, oh, right. I'm sorry. Yeah. 3 times, please. And after that, please to the earth stone. And please for the firestone. And the last one is opposite direction, the water stone. And please, this is your stone for today, but please we keep standing until all of us get inside. Thank you very much.
Das ist auch das erste Mal, dass wir aus unserem Steinkreis live übertragen. This is the first time we invite you to be our guest on a ceremony in the Stonehenge. And if you visit our place, you now know how to entering the Stonehenge. Und jetzt ist für diejenigen, die noch nicht bei uns gewesen sind, die Möglichkeit einmal zu schauen, wie genau wir in den Steinkreis hineintreten. Khandro Deyun Lhamo verneigt sich noch einmal vor Sungjang Rinpoche. Das ist eine weitere Gestik der Höflichkeit, des Respekts, der Ehrerbietung. Khandro Deyun Lhamo just did bows to Sungjang Rinpoche because of respect and her happiness that our guest is here. Now she's bowing to Bodhicitta Rinpoche. Jetzt nutzt sie die Möglichkeit, vor ihrem Lehrer sich zu verbeugen, Bodhicitta Rinpoche, der sie jetzt seit 2004 begleitet. Damit sind der Himmelsstein und der Erdstein jetzt zum Feuerstein. So now Khandro finished the heaven stone, the earth stone, now on the fire stone, and now going to the water stone. As next, Khandro Yangjin will follow. Als nächstes wird Khandro Yangjin folgen. Sie wird jetzt am Feuerstein, wie sie angekündigt hat, Platz nehmen. Also hier wird die Prozedur jetzt noch genau identisch einmal weitergeführt. Beim Betreten des Steinkreises eine Verbeugung. Als erstes wird der Himmelsstein gegrüßt mit 3 Verbeugungen. Dann nutzt sie die Möglichkeit, ebenfalls Sungjang Rinpoche zu ehren und zu grüßen mit 3 Verbeugungen. Nun der Erdstein. Unser Rinpoche, Bodhicitta Rinpoche. Nun wieder zum Feuerstein. Und nun zu auch ihrer Lehrerin, Khandro Deyun Lhamo. So we've seen that Khandro Yangjin entered the Stonehenge and bowed in front of the heaven stone, Sungjang Rinpoche, the earth stone, and Bodhicitta Rinpoche, the fire stone, and Khandro Deyun Lhamo, and now the water stone. And after that, she is finished with entering. And she will take her place. Next we have Ninji Chenpo entering the Stonehenge.
And this entering is repeated by every one of the Sangha. Dava entered the Stonehenge, repeated now, or is repeating now the ceremony. Dava hat jetzt auch den Steinkreis betreten und wird die Zeremonie ebenfalls genau wiederholen, so wie es alle anderen auch gemacht haben.
Als nächstes geht Pema in den Steinkreis. Pema is now entering the Stonehenge and following the rules of getting in. Als nächstes folgt Pema mit den Ehrenbekundungen für Himmel, Erde, aber natürlich dazwischen immer die Rinpoches und die Khandros. Wir haben es fast geschafft. Almost finished. Only one person is left. Also noch ein weiterer wird jetzt den Steinkreis betreten. Please have a seat. Would you like to sit and give you? I can. Okay. 而且我比较担心有冷，没关系，真的真的没关系。我们还有那个小垫子，可以。可以。Genau, wir können erstmal ein bisschen angenehm sitzen und dann haben wir auch Decke, weil wir werden auch ein bisschen lange hier zusammen zu meditieren, deswegen auch mit der Decke nicht schlecht. So, hat euch gesehen, dass wir Rinpoche, Sungjang Rinpoche
sitzt auf dem Himmelstein und hinter mir wieder dieser Feuerstein. Das ist heute die beiden Elemente. Aber natürlich gibt es auch zwei Möglichkeiten, die Reihenfolge. Und normalerweise, das ist so Himmel oben, Feuer unten und symbolisiert Datung. Datung bedeutet, das ist so die Feuer symbolisiert die Weisheit und Wissen. Das heißt, unten die Erde, jeder Wesen trägt sich genau gleiche Bewusstsein, die Buddhas Natur. So now we have seen Rinpoche is sitting on the heaven stone and Khandro is sitting on the fire stone, and today we have these two signs combined. So the heaven is on the top and the bottom part is the fire element, and this one meaning is that in this constellation every being has the same opportunity and has the same wisdom. Aber heute die Konstellation ist Feuer oben, Himmel unten. And today we have a little different perspective, because now we have the fire is on the top and the heaven is on the bottom part. Da gibt wieder ein großes Bild. Über dem Himmel ist eine große erscheinende Sonne. Und durch diese Sonne kann überhaupt eine Schatten oder überhaupt eine Schattierung zu sehen mehr. Das bedeutet auch diese große trugende Wesen und mit seiner Reichtum. Das ist eine Geschichte über eine trugende Wesen mit seiner Reichtum. Ah, I see. And yeah, this meaning of having the fire on top and the heaven on bottom means that a very bright being has reached our view, and so there is no more shadow seeable because of this very, very bright being. Und Zufall, vielleicht doch nicht Zufall, und gerade dieser heutige Tag kommen unsere Besucher Sungjang Rinpoche. And today, Sungjang Rinpoche arrived, and so we have this being, this light being here, and showing us the pure light, and we have no shadows left. Genau. Deswegen die Himmel öffnen sich die Herzen. In diese Herzen wollen wir gucken, wie die beiden Cities Rinpoche wirklich die beides größere Tugend und auch die beides Reichtum. Yeah, so we have the opportunity to have two great siddhas showing us their wisdom and their inner strength and wealth. Weil die Erde-Element ist unten, deswegen wir werden beginnen von der ersten Wurzelchakra, beginnen von dieser 8 Trigramm. Wir sind eine einzige Zentrum, wirklich unterrichtet, dass sie so verbinden mit Bedeutung und auch unsere Chakra und dann auch diese Atemübung zusammen. Yeah. Verbinden. So as much as we know, we are the only center who teaches this kind of breathing techniques, and the wisdom of the texts we did studied ourselves, and so this wisdom about breath and chakra and opening, this is quite important for all sentient beings. Wir werden sehen, dass sogar in die Daoismus ist, die ursprüngliche Wissen ist mit Buddhismus identisch. Even in Taoism we find out very easily that Buddhism has the same meaning roots, so it's not exactly the same in words, but it's the same in the meaning. Ja, dann werden jetzt, ich beginne zu lesen, Chujiu, die erste Wurzelchakra von Rinpoche, die unterste. Yeah, the root chakra from the heaven sign. Now, the meaning is 无交害，非咎，兼则无咎. Das bedeutet, wann von Anfang an mit unserer die ursprüngliche Herzen begegnen sich auch mit solchen liebevollen Menschen. Das werden eine sichere Verhalt bei uns, das ist zu verbinden. so these bottom lines, Muladhara chakra, the root chakra, just symbolizes that we're opening our hearts. Könnt ihr bitte nochmal sagen?
Und mit ähnlichen Menschen zu verbinden. And so we are connected with similar people around us. Und gleichzeitig, das ist so diese ähnlichen Menschen, wir sehen miteinander keine Konkurrenz. And we don't see them as enemies or as problematic persons. Genau. Und genauso wie in China diese Teeladen, wenn auf einer Straße nur eine Teeladen gesehen, dann werden die Leute über so laufen und dann werden übersehen. Aber in China machen sie, dass sie so verschiedene Teeladen und gleichzeitig dupliziert, scheint, dass sie so wie Konkurrenz, so, aber die Gedanken nicht so wie Konkurrenz, diese Gedanken, sondern auch, wir bilden einen Zirkel, so Teehauszirkel, die Leute kann viel mehr uns auch zu finden. So in China, if you visit China, you will see that in a street you will not have only to spot one tea shop, for example. You will see a lot of tea shops, and this is a very clever idea, because one tea shop can be unspotted by the people, can be overlooked, and so if there are many of the tea shops, you have the better chance to be found, and that customers will buy. So this is not the enemy situation in business, it's coexistence and friendship as well. In jetziger Zeit, das ist die Yamatakas Kraft, die Familienkraft ist enorm groß und finden sich intuitiv auch miteinander, werden das auch finden. Das ist unsere Wurzel. Und unser Ziel ist ganz klar, dass sie keine Konkurrenz, sondern dass wir weiß, warum wir das miteinander zu verbinden. Und dass es die suchenden Menschen die Möglichkeit, durch diese Kraft zu Erleuchtung zu helfen. So at this time, Yamantaka people, Yamantaka friends will meet easily each other to support each other and to support all sentient beings by the knowledge of Yamantaka lineage. So there is no enemy thinking or something like that. This is really the opportunity to work together for the benefit of all sentient beings. Hier steht, wenn wir so danken, dann werden uns keine bereuen. Und dann die schwerste Zeit ist schon hinter uns. Und jetzt können wir wirklich auch was wir erlebt haben, dadurch, dass wir diese Weisheit oder diese Wissen durch Schwierigkeit gewinnen hat, das ist so jetzige unsere Orientierung. So there is no grief about anything at all, and we have please? No regret. I'm sorry. No regret. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Könnt ihr noch mal bitte kurz nochmal? Das wird nicht bereut durch die Schwierigkeit hinter uns. Okay. Die Fokussierung ist, dass all the issues and problems are behind us now. Genau, diese Weisheit. Und das ist auch von uns auch. Wir wurden auch angegriffen, aber jetzt ist so die schwierige Zeit für uns schon vorbei, weil wir hatten sehr, sehr viel Kraft auch von Yamataka auch bekommen. Das spürt uns auch in unser Herzen. So we had a lot of discussions in the past, and some people didn't acknowledge our wisdom, and of course now we have the chance through Yamataka strength we got from Tibet, from our partner monastery in Golok, and from our friends there. So we have the great strength now from Yamantaka lineage, and of course Sungjang Rinpoche as well. Yes. Ja. Und nachher bei dem Atmen ist einmal einatmen durch die Nase und dann in unseren Bauch hinein, dass sie so wie Tomo macht, dass sie dort so Atem anhalten und dann gezielt in unsere Wurzelchakra, dass die Energie zu speichern und um diese Gesinnung immer mehr zu verinnerlichen, dass die schwere Zeit schon vorbei, sondern was wir wirklich gewinnt hat, dieser Schatz, und dann das ist unsere Fokussierung. By breathing this Muladhara chakra, please inhale through the nose, and it's a little bit like Tumo breathing, so we have a little hold on the breath, and we focusing on forcing this breath going into the root chakra, to the Muladhara chakra. Das werden Sungjang Rinpoche 9-mal machen, weil die 9 ist die Zahl von Himmel. Und dann war Sungjang Rinpoche fertig und gibt uns ein Signal.
Yes, and we are asking Sungjang Rinpoche, please, if you breathe 9 times this way, you are using the gong 1 time. Ja. Und jetzt ist die sexuelle Chakra. Hier steht 大车已载，有攸往无咎，heißt die große Fahrzeug und dann speichern viel mehr Verdienst. Und mit dieser Verdienst zu gehen oder zu fahren, ist sehr günstig für uns. The next chakra is the sexualities chakra, and if we use this, we have 大车一载 heißt größere Fahrzeug zu fahren. The greater vehicle, yeah, genau. to drive, yeah. Und das ist zu fahren ist so sehr günstig für uns. And it's a very, very good chance for us. Weil diese Zilang heißt auch großer Verdienst, bedeutet 3 Faktoren. Einer ist unsere eigenen die körperlich diese Praktizierung Nadi und Bindu immer zu praktizieren. Und die zweite ist gut Verdienst, bedeutet auch diese Nundu. Zum Beispiel, dass sie so manche sagen, dass sie so geschickte Upaya, dann brauchen 7 Tage schon Nundu gelernt. Das heißt das aus. Aber für wirklich Traditionelle müssen auch, dass sie diese Tantayana beginnen. Und die Nundu muss auch wirklich auch ausreichende Übung vorhanden. Die mindestens 100.000 Mal, so wie mein Lehrer gesagt hat, wurde von seiner Lehre Million, so immer zitieren, rezitieren und diese Nundu zu üben. Das ist auch eine Tradition. Und die dritte, diese Gutverdienst, genauso wie Sungjang Rinpoche gesagt, das ist die erste Inkarnation, das ist so die 108 Kloster aufgebaut. Oder manche ist selber in unterschiedliche Kloster Stupa aufgebaut. Das ist so die größere, natürlich solche größere, diese Cities. Genau, die größere Verdienst, das ist größere Fahrzeug. Okay, so we have 3 merits through the sexuality chakra, and one is to have the work with Nadi and Bindu, for example, and ich brauche immer ein bisschen kürzere Abschnitte, das ist sonst zu schwierig zu merken für mich. Das zweite war... Die zweite ist die Nundu. Yeah, second one is a Nundu practice. Ja, bevor dass sie diese... For entering the Tantrayana practice, and mein Lehrer hatte 100.000 Mal, das ist so mindestens, und hatte 1.000 Mal, das ist so aus Tradition kommt. Yeah, yeah. Nicht so 7 Tage für Übung. Yeah, one teacher of Khandro mentioned not only having a few days doing Nundu practice, and it's better to doing 100,000, and he himself was forced by his master to do 1 million practices of Nundu. Oder die große Verdienste selber danken, ich möchte sehr gerne 100.000 die Wesen dabei zu helfen, dass sie auch diese Verdienste. Yeah. Or the greatest merit is to support as many beings as possible, like Rinpoche yesterday told about his first incarnation, building 108 monasteries in the east of Tibet. Ja, deswegen berührt uns auch total, dass sie We are very touched by that story, yes. Als Vorbild. Yes. Ja, die nachher auch diese Einatmen in die Vase und dann wieder das Ausatmen in die sexuelle Chakra. Yeah. So we have to breathe in into the vase. We call it in Tibetan it's a vase, bumpa, and then we breathe out and use a force to bring it into the sexual chakra. Wenn Rinpoche fertig ist, gibt es uns ein Signal, dass wir auch von Rinpoches Bewusstsein nochmal deutlich zu spüren. Und diese and wie viel Mal einatmen, also auch wieder 9, klar, ne? Okay. And please, the sexual chakra is again 9 breath, and after 9 breath, please, Rinpoche is again giving us one with a Tibetan bowl, 1 hit. Ja, noch nach oben 93, 功用恒于天子，小人福克。Bedeutet, dass wenn wir unsere Verdienste eingesammelt haben, ne, wieder, dass sie auf unsere Solarplexus, eigentlich dahinter verbirgt sich auch Bodhicitta, und dann wieder widmen zum
Wohl aller Wesen, das nicht für sich selbst, sondern dass die große Zitis oder die größere, die trugenden Wesen, die alle verdient, zum Wohl aller Wesen weitergegeben. So wie unsere Rinpoche hat er gestern Abend auch gesagt, das ist alles, was er wirklich verdient, das Geld wirklich um die Tempel aufbauen. Das ist auch ein Zeichen von den größeren trugenden Wesen. Und das ist auch als Vorbild für uns so leibhaft. Deswegen ich bin total fasziniert und auch studieren konnte. Das ist wirklich auch leibhaft, auch für uns da. So solar plexus chakra means in this way, by breathing 9 times, that we don't collect our merits for ourselves, because we're giving it away for the benefit of all sentient beings. And Khandro says that she's very, very glad and happy to have great siddhas here in this Stonehenge today. And we can see from our Rinpoche, of course, that he's not using his name or his fame for himself. He only gives away everything. He gives away everything for all sentient beings, and so this is the biggest merit we can ever be in touch with. Eure Bemühungen hat uns gesehen. Wer hat das gesehen? Und da hat uns wirklich tief berührt. And we did see your strength and what you have done in the past, and so we're very moved and touched by that. Ja. Und das ist auch, dass die Rinpoche, die genauso 9-mal war fertig einmal. Yeah, and please kindly Rinpoche after 9 breaths from the solar plexus chakra, please again one hit of the bowl. Und jetzt nach oben ist meine Stein. Now we start from Khandrola's stone. Da unten ist auch Yang-Zahl, 9-mal, und ist unser Herzen. Da steht Fei Qi Wang Wu Jiu. Heißt, wenn wir zum Beispiel große Verdienste schon eingesammelt hat und dann auch widmen zum Wohl aller Wesen, dann ist auch eine innere spiegelt sich oder so richtig selbst beobachten unser Herzen, ob das ist selber so stolz, ne, so diese, das heißt, was gedehnt muss untergehen. Das heißt, dass wir immer gucken, ob unser Herzen bleiben bescheiden, diese Bescheidenheit im Herzen übst. Und besonders für die Yamataka-Familie, diese Huituit ist sehr, sehr wichtig. Und meine Lehrer gesagt, dass sie so unser Wunsch nicht so enorm groß muss das sein. In die Allzeit so diese Verwirklichung der Meister, so kann mit einer ganz einfachen Hütte, da ist so die Wurzelgurus Foto oder Linienhalters Gurus Foto, paar Wasser, so eine Wasserbecher und dann Kerze, das war's. Das geht darum, dass ich diese Bescheidenheit oder innere zu Verwirklichung, aber nicht so prunkvoll. Genauso wie auch Rinpoche alleine hier zwar selber hat auch so viel in diese Haltung und so weiter, aber wirklich auch für uns auch ein vorbildlich, dass wir selber auch atmen in die Vase und wieder diese Energie in unser Herzen zu leuchten. Wie ist unser Herzen? Ja, das ist auch eine Übung von dem. So now we have entered the heart chakra by the firestone of Khandro, and here we have to look in the heart about our proudness. Maybe we did something great for sentient beings and we are very, very proud of this, so we have to use this 9 times breathings for looking out for any kind of proudness. And if we find that, we have to be aware that great siddhas in all of the past did have very, very long retreats, no luxury with them. It's only a small hut and a little bit of water cup and a little bit of eating something, and that's it. No big entourage, no luxury beds and so on. And we are reminded here by Khandro that this is very important, not to be proud about anything we have done in the past or we will do in the future. 再往上，die Kikop Chakra 绝夫交如为
Wei Ru Ji. Heißt, das ist so, wenn die Überzeugung kommt, einfach, das ist auch eine Praktizierung von den Yamantaka-Linien. Das ist so, die durch unsere Mitgefühl oder sanftige Herzen gewinnt auch die anderen Menschen auch uns zu verstehen und andere Menschen uns auch mögen. Das ist ja auch eine Praktizierung dieser Dharma-Praxis. Bedeutet auch, soweit, wenn wir unser Kehlkopf-Chakra, das Sprechen kommt und einfach basiert auf unsere sanftigen Herzen und diese liebe Güte. Mm-hmm. So the next chakra, throat chakra, means with 6 times breathing that we have to be aware of our soft heart, of our compassion to all sentient beings, and that we are able to know that is coming from our heart, so from our compassion, and through the throat chakra we are using our voice soft and with loving kindness. Ja. Und dann ist die dritte Auge Shangjiu, Zitian Youzhi Ji Wu Bli. Bedeutet, alles unsere Inkarnation oder unsere größere Fähigkeit, dass sie nicht durch unsere eigenen Anhäufung, unsere Bemühen, sondern dass sie so alles wurden von die Himmel uns gegeben, mit voller Dankbarkeit immer wieder zu praktizieren. Gerade durch, dass sie so Zuflucht, ne? Buddha, Dharma, Sangha, durch diese 3 Juwelen, dass wir auch diese Verbindung geschaffen und durch Dharma-Auge haben wir so viel auch Schatz und dann diese Glücksegen gefunden, dass alles weil wir diesen Weg gegangen ist, das kommt nicht von uns selbst, sondern kommt von dieser Verbindung, kommt von unserer diese Überlieferung oder die kräftige Unterstützung von Dharma-Schutz. Insofern, das ist so wirklich auch dankbar, immer wieder zu trainieren. And the third eye we have again the 9 breath, and we are using now the idea of how to say it. Being thankful in every moment, because all merits we have got in the past and now, these merits don't come from ourselves. It comes from the heavenly abilities, and so we are just a tool for that. And so we have to be aware of thankfulness. Ja, das ist die heutige diese Wissen über die große Tugend der Wesen mit seiner Reichtum. So this is about the real wealth we all have inside, and I just only repeat that we have 3 times 9 breathings from the heaven sign, and we have 1 9 breath from the fire sign. After that 6, and after that again 9. And every time Rinpoche is kindly asked to give 1 hit of the bowl for us. Ich habe nur noch mal wiederholt, dass wir jetzt diese 3 mal 9 haben, dass wir dann 9, 6, 9 haben und dass Rinpoche bitte so lieb ist und uns einmal dann nach jedem Durchgang einmal den Gong schlägt. Ja, dann lassen wir uns gemeinsam verbinden. Rinpoche zuerst und dann die Feuer, Herzen, Kehlkopf, dritte Auge werde ich mit Zinke machen. Okay. Khandro said, please Rinpoche only 3 times the 9, and Khandro will do the other 3 with the symbol. 3 times? Yeah, after you finish the 9 breath, 1 times the gong. And if you finish 3 times, then Khandro will use the symbol to show us the end of her breathing from the other 3. Und jeder hat eigenen Atem, so die Zyklus, ne? Nur, dass ich so Rinpoche mit mir und wenn wir beide fertig, gebe ein Signal, so ungefähr.
Ah, okay. Ja, jeder Okay. hat eigenen Tempo. Okay. So. Everyone please uses his individual need for time, and Khandro and of course Rinpoche will be together showing us the time they need for breathing, and so please everyone is free to use its own time needed. Ja. Außer Kehlkopfchakra ist 6-mal, die andere alles 9-mal. Einatmen, ausatmen. Ne? Und dann das wiederholen. Wollen wir wiederholen auf 4-mal oder zu viel? Das ist, glaube ich, zu viel. Ah, okay. Ja, gut. Mhm. Okay, then we start.
types, or they do more, or Rinpoche fragt, ob wir haben es jetzt 3-mal wiederholt, ob es noch ein weiteres Mal sein soll. Die verehrte, allerletzte Mal. One last round.
werden unsere Morgen-Meditation beenden. Aber vorher wollen wir kurz austauschen. Wie ist für euch heutige Tage? Auf jeden Fall von meiner Seite vielen Dank, dass die Sungjang Rinpoche diese Zeit genommen hat, mit uns gemeinsam diese unvergessliche Meditationsstunden zusammen erlebt. Nochmal von meiner Seite vielen Dank. So Khandro thanks you very much for being here with us, to having this meditation here with us, and she would like to ask the whole group about their experience today, and of course she would invite Rinpoche as well. If you have something to maybe you want to share with us, it would be very appreciated. And yeah, she again thanks for your time you have spent with us in this morning meditation. Thank you so much. Yeah, it was very wonderful. And, I really feel like it was some kind of that. I'm sorry. Oh, thank you very much for everyone, especially Khandro Rinpoche and all of you. I really feel a special feeling and a special energy today with all of you. This is really a privilege for me too. Rinpoche dankt vielmals, besonders natürlich Khandro für die heutige gemeinsame Meditation, und er spürt heute und hier eine ganz besonders tolle, hohe Energie, und er sagt, dies liegt alles wirklich an diesem Ort und auch an den Menschen, die hier zusammengekommen sind. I think this is also very great and unique practice, and also contribute to the five elements, especially four elements: the earth and the water and fire and the oxygen or wind. So we are, because our consciousness, our mind, ourself, the actual of we are just transparent of consciousness. Without of these four elements, we cannot survive. We cannot come this earth. We cannot be as a human or any sentient beings without of this friend or this support from four elements. Right now, I proclaim as a human being, but because of the four elements, that gives me the power. That combine my bone, my blood, my oxygen, and my heat. All of them supported the four elements. That's how we born as a sentient being. All beings who live in this samsara, who live on this earth, you know. So that's why it is very important to practice and appreciate who support us. Not only energy is next level, but first of all, that's who give us a life to come in as a visible person, a visible sentient beings. Rinpoche sagt, es ist eine wirklich besondere Technik, die er heute kennengelernt hat. Verzeihung. Und er sagt, dass es ist sehr, sehr wichtig, an diese 5 Elemente zu denken und mit diesen 5 Elementen zu arbeiten und mit ihnen zu meditieren. Im tibetischen System sind es ja 4 Elemente und nicht 5. Und er weist nochmal darauf hin, dass es sehr wichtig ist, sich immer wieder darüber im Klaren zu sein, dass uns die Möglichkeit als menschliches Wesen überhaupt hier zu sein, durch die Elemente ja überhaupt erst gegeben worden ist. Also er sagt, meine Körperwärme, meine physische Struktur, mein Blut und so weiter, all das ist ja zusammengesetzt aus den Elementen, und deshalb sagt er, es ist eine ganz besondere Technik, die wir hier auch als unseren Schatz mit haben, der hier gelehrt wird. And this 4 element is our house and our home, which hosts our consciousness. As we know, when we open our eyes, our consciousness spreading like light to the whole of our bodies. But when you close and when
you are in deep meditated state, your whole consciousness are dissolved to your center chakras. That the chakra and that chakra is our house, and chakra is our element, 4 elements. Sagt im Endeffekt dieses wenn wir zum Beispiel die Augen öffnen, dann ist es so, als ob das gesamte Licht sozusagen diese 4 Elemente berührt, beziehungsweise sie sowohl auch innen als auch außerhalb von uns berühren. Und er sagt, diese 4 Elemente sind unser Zuhause. Er sagte vorhin auch noch, er sagt jetzt gerade von sich, dass er ein menschliches Wesen ist und dass überhaupt das erst die Möglichkeit ist durch die entsprechenden 4 Elemente. Und jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, einen Moment. Auf jeden Fall, dass das Bewusstsein in diesem Haus der 4 Elemente wohnt. Ja, und dass wir zum Beispiel, wenn wir in einen meditativen Status gehen, und die Augen schließen zum Beispiel, dass dieses gesamte Bewusstsein sich immer im Herzzentrum zurückzieht, so wie Rinpoche gestern bereits auch über die über die Pova-Technik gesprochen hatte, wo sich ebenfalls alles wieder in dieses Herzzentrum zurückzieht. And this chakra or the host has hosting billions of sentient beings, not only human beings, but it hosting a lot of sentient beings. As we human beings, among all of the sentient beings, we are the best. Hosting our 4 elements. That's why humans are more intelligent. We have a wisdom. A lot of sentient beings. There's 6 realms, and a lot of sentient beings, they don't have a wisdom, even though some of them they have a better life than us worldly in this existence. But we, as a human being, we have a wisdom. That's the special gift, the special good karma which we brought from our past karmics. So that's why right now we have a time, we have a place, we have gurus, we have opportunities. So now we are practicing and we are using that the place in hosting of the chakras to liberating our mind, liberating of our bodies, liberating our speeches. So we are, only the human beings have a capability to achieve the omniscient life, the Buddhahood, or the nirvanas. All other sentient beings, they have no chance. So that's why the great hosting of these 4 elements are the magic for us. And that's why we have a human bodies and human life and a human mind full of wisdoms. So that's why we should not waste this time. We should not that opportunity to achieve at least something in our life for the next life. Gerade die Möglichkeit, dass wir diesen menschlichen Körper haben, dass wir diese 4 Elemente wirklich in uns vereint haben, dass uns ja überhaupt erst die Möglichkeit gibt, für die Wesen da zu sein. Und er sagt auch, es gibt in dem Daseinsbereich natürlich sehr viele unterschiedliche Wesenheiten. Und das Besondere an dem menschlichen Körper, der eben aus diesen 4 Elementen gebildet worden ist im tibetischen System und im chinesischen aus 5, ist es halt eben die besondere Weisheit entwickeln zu können. Und er sagt, die Fähigkeit, die Möglichkeit, Erleuchtung zu erlangen, ist halt eben nur sehr selten gesät, und deshalb sollten wir auf gar keinen Fall unsere Zeit nutzlos verschwenden, sondern wir sollten sie aktiv nutzen. Und gerade die Möglichkeit, sagt er auch, dass wir in unserem Bewusstsein alle Wesenheiten in uns tragen, dass wir diese außergewöhnliche Fähigkeit auch haben, diese Wesen alle in uns zu tragen. Er sagt, Billiarden von Wesen. Wir wissen ja, dass es wirklich eine unendliche Zahl von Wesenheiten gibt. Und wenn wir sie alle wirklich in diesem Herzpunkt bei uns drin haben, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass wir sie auch immer wieder wiederholen. Und deshalb sagt er, es ist so besonders wertvoll, diesen wunderbaren, makellosen menschlichen Körper zu besitzen, der diese Weisheit wirklich entfalten kann. Und es ist das Mindeste, was wir tun sollten, dass wir diese Weisheit nutzen, um für nächste Leben und so weiter die bestmöglichen Voraussetzungen zu setzen und deshalb eben die Zeit aktiv und sinnvoll zu nutzen. And from the beginning, we came to our mother's womb, and then give a birth,
to the until transforming of our life to the next lives. This horse is very important for us. So that's why right now we are appreciating this horse. Not only our body element, but all of this, the existence of the element. Without of that, we cannot survive even a second in this life. That's why we should not waste, and we should respect, and we should also appreciate this, the horse of the four elements. That's why we are appreciating right now. So I'm really, very, Khandro's wisdom is very wonderful, and we should continue to do that. Also, another extra what I feel is we should, use that wonderful of element to achieve more of our. We should, bring more powerful elements through the tantric practice to achieve more of wonderful things. Rinpoche wiederholt nochmal, dass es sehr, sehr wertvoll und wichtig ist, diese Elemente immer wieder zu vergegenwärtigen und sich immer ihrer bewusst zu sein. Dass es unter anderem auch durch die Möglichkeit tantrischer Praktizierungen sehr wichtig oder sehr gut möglich ist, sehr viele Fähigkeiten zu entwickeln, die wir sonst halt eben nicht entwickeln können. Und dann habe ich leider noch einen Absatz vergessen gehabt. Ja. Genau, also dass eure Weisheit sozusagen auch mit diesen Elementen zu arbeiten und diese Techniken anzuleiten, dass es für ihn sehr wertvoll ist. Yeah, thank you. That's all. Thank you. Vielen Dank, dass Sie Rinpoche so wichtige Anweisungen für uns, dass es viele Menschen auch dadurch weiter tiefer in die Weisheit wissen. Rinpoche, thank you very much for giving us this teaching as well. Thank you very much. Thank you. Somebody also thanking us too. Yes. Maybe German language. Dankish, Yeah. Dankish. Okay. Maybe we vielleicht. Wenn müssen wir das Mikro weitergeben. Hat noch jemand vielleicht einen Wunsch oder ihr habt ja auch eure Mikros bei euch, ne? Funktioniert aber nicht. Doch, die Hand. Ja, wir können jetzt einschalten. Eigentlich eine Einweihung ist Richtung Empowerment, aber die Herausforderung ist, dass das in diesem Bereich ein bisschen schwierig ist, das so zu besetzen. Okay, wenn es keine... Okay. Habt ihr noch Wünsche, Fragen? Ja, jetzt müsste es grün leuchten. Dieser Ort ist insofern etwas Besonderes, weil hier die Energien von Himmel und Erde miteinander verbunden wurden. Dieser Ort ist kultur- und religionsübergreifend und ein uraltes Wissen vor 12.000 Jahren wurde wieder aktiviert, ist wieder erwacht. This place is quite special. It combines. I'm sorry. Many cultures and religions. It's not bound by religion or by culture. And this is a wisdom out of 12,000 years now.
Wir finden hier Bereiche aus der Megalithkultur, die im gesamten Europa und weltumspannend gewesen ist. Wir finden die Verbindung sowohl über den Daoismus, über den Hinduismus, über den Buddhismus. Es sind letztlich nur verschiedene Wege auf denselben Berg, um dasselbe Ziel zu erreichen, die miteinander verbunden sind. So we here have cross lines to Buddhism, Taoism, Hinduism, and the Nordic tradition as well, and these seem to be different paths, but it is only one path, and this is combined all here. Als dieser Erdtempel aktiviert wurde, war es ein Vollmond um Mitternacht. Der Himmel war ganz stark und dicht bewölkt, man konnte keinen Stern, keinen Mond sehen. At the point, at the time this temple was activated, it was full moon, and we had heavy clouds on here, and the whole sky was fully clouded. Bis 5 Minuten vor Mitternacht hat es in Strömen gegossen. And 5 minutes prior to midnight, we had heavy rain. Als es Mitternacht wurde, hörte es auf und genau über der Feuerstelle war genau kreisrund parallel zur Feuerstelle ein Loch im Himmel aufgetan, wo keine Wolken in diesem Loch waren, und in diesem Loch war der Himmel sternenklar und man konnte alle Sterne ganz deutlich sehen. Exactly at midnight, the cloud had one break, and this break was circa in the diameter of the fire in the middle, and through this hole it was possible to see all the stars, but the rest of the sky was completely clouded. Ein Mingtang ist ein Tempel letztlich des hellen Lichts, des klaren Raums. Es ist ein Ort, wo die Energien von Himmel und Erde miteinander verbunden werden. And this Mingtang means, and the letters in Chinese means as well, it is a bright room or clear light. And this is because all the energies of heaven and earth are combined here in one place. Die Kraft, die letztlich die Energie von Himmel und Erde verbinden kann, ist der Mensch im chinesischen Ren. Wenn sich Himmel und Erde in ihm letztlich verbinden, konzentrieren, kann es zu einem Bewusstsein und einem Verständnis mit allem und ein Verschmelzen mit allem gelangen. Und das letztlich zeichnet Tantra aus. Ein Verweben mit allem, mit dem Göttlichen, um wieder eins zu werden. And to combine the energy of heaven and earth, it's needed to have a human being, because he can do that. He can combine heaven and earth, and this is, so Rinpoche says, it's a deeper meaning of Tantra, because of uniting all the energies and the elements as well. So having this human body, and are using our strength, our force, to combine all this knowledge, wisdom and compassion. Wenn wir die Himmelsperspektive von diesem Steinkreis uns ansehen, dann sehen wir, dass es das identische Symbol ist mit einem hinduistischen tantrischen Symbol, mit einer Yoni. And if we are looking from the heavenly perspective on this Mingtang, we find similar to the Hinduistic tradition of a sculpture of a yoni. Wir sind auf der rechten Seite wieder hineingegangen, gewissermaßen in die Yoni, in den Ursprung zurück, sitzen wieder in der Gebärmutter
und sind in unserem Ursprung, können dadurch das reine, klare Bewusstsein erreichen und sehen, dass die wahre Natur aller Phänomene letztlich leer ist. So we entered this Mingtang on the right side, and now we are sitting literally in the mother's womb again. And here we can find this clear light again, and we can remember the true self, we sometimes call it, so the higher consciousness and the emptiness of everything as well. Es ist ein Kraftort, wo wir uns auf unsere wahre Natur und die Kraft in uns besinnen können. It is a very mighty spot where we can remember our true powers. Wenn wir diesen Kraftort wieder verlassen, treten wir aus der Gebärmutter, aus dieser irdischen Yoni wieder heraus, gehen wieder in die Welt und können zum Wohle aller Wesen letztlich wirken, um den Bodhisattva-Weg mit aller Kraft zu gehen. So, and if we later leaving this mother's womb, we are coming back to the samsaric world to support all sentient beings with everything we have gained or we have remembered here in this mother's womb. Die Heiligkeit so eines Ortes liegt letztlich nicht an den Steinen, nicht an dem Erdhügel. Es liegt letztlich daran, mit welcher Gesinnung, mit welcher inneren Haltung wir diesen Teil betreten. Und durch uns wird so ein Tempel lebendig. The holiness of this temple is not about the henge or the stones. It is about the inner attitude we have by entering this special spot on earth, and what we can do for the sentient beings. Mögen wir dieses Bewusstsein immer in unserem Herzen wahren und mögen wir ständig, in jedem Moment, mit jedem Atemzug, mit jeder Pore unseres Körpers, mit jedem Gedanken immer zum Wohle aller Wesen wirken, dass alle Wesen die Erleuchtung erreichen und ihre Befreiung und letztlich in das Nirvana zurückkehren können. May we really always, in every second, with every breath, with every cell in our body, remember to work for the benefit of all sentient beings and support all sentient beings to get enlightenment, and that they also support all other sentient beings. Thank you very much. Danke schön. Diese Gesinnung dann uns zum Wohl aller Wesen und dann für andere und so weiter. Ja. Vielen Dank auch an die Zuschauer, die online dabei waren, oder wenn ihr das Video später seht. Wie immer freuen wir uns im Rahmen von Bodhicitta e.V., wenn ihr Dana uns zukommen lassen möchtet. Wie immer ist dafür die Möglichkeit, zum Beispiel eine Spende bei uns zu schenken oder auch andere Dinge. Habt vielen Dank für das heutige Dabeisein. Vielen Dank an die beiden sehr großen Rinpoches, die heute mit uns gemeinsam im Steinkreis die Trigramm-Atmung gemacht haben, beziehungsweise die Hexagramm-Atmung der Unsterblichen. Auch großen Dank an Khandro für die Möglichkeit, heute das hier draußen im Steinkreis zu machen, und Khandro Yangjin für die Vorbereitung und die Einladung von Rinpoche, der heute glücklicherweise mit uns dabei gewesen ist. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn ihr mögt. Dankeschön. Thank you very much, Rinpoche, for Thank you, Shong. Hello, thank you. Thank you so much. Beautiful. Hello. He's shying. Yeah, thank you. Thank you so much. Just
much.